28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature. Closer to People. Hearty Rice. Feel the difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 14. Episode und damit zur Entscheidungsfolge in Gruppe C. Rund 4 Stunden vor Schluss belegen Kevin Imhoff, Anton Holzleitner und Enrico de Ventura die Qualifikationsplätze. Für die beiden Letztgenannten lief es am Vormittag zwar überhaupt nicht, doch weil es bei den Verfolgern auf den Plätzen 4 bis 7 genauso haperte, bleibt der Vorsprung vorerst bestehen. Mit 2, 3 dicken Fischen sähe das Ganze aber schnell wieder anders aus. Wir starten also erwartungsfroh in den Nachmittag mit dem Sonnenschein in dieser Gruppe. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode YPC. Letzter Durchgang, ich bin zurück am großen Fluss. Hier wird heute geschettert, hier wird gejiggt und hier wird gefaulenzt. Ich habe es abgesehen auf Zander. Hier kann ich aber auch Barsche fangen und es gibt ja auch Hechte. Also erstmal ab auf die Buhne und ich bin gespannt, ob ich hier was ans Band bekomme. So, willkommen zu Tag 2. Ich habe zwar eine Fullcard, aber die wird wahrscheinlich noch nicht ausreichend sein. Deswegen suchen wir jetzt weiter nach einem besseren Zander. Und ich denke mal so 1 oder 2 bessere 55 rum hätte ich schon noch gerne, dass wir uns dann mit einer anderen Spezies vielleicht zum Verbessern, dass wir uns da dran geben können. Wahrscheinlich wird es dann der Hecht sein. Liebe YPC-Zuschauer, es kann nur besser werden. Die zweite Tageshälfte muss mir 3 Fische bringen. Im Idealfall ist ein Hecht dabei. Ich gebe alles. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Biss heute gehabt. Aber in der zweiten Tageshälfte läuft natürlich alles anders. Also, los! Ja, neue Episode, neues Glück. Ja, eigentlich wollte ich das hier nicht tun, auf kleine Barsche angeln. Aber ja, mittlerweile stehe ich mit dem Rücken an der Wand. Keine Ahnung, ob die anderen was gefangen haben. Ich sag mal, ja, nach dem ersten Tag war ich ja schon letzter in der Gruppe. Ich denke nicht, dass sich das jetzt groß verändert hat, weil die anderen werden sicherlich was fangen. Und ja, ich will jetzt ein bisschen Gas geben, gucken, ob hier kleine Barsche drunter sind. Und wenn nicht, ja, dann gehen wir Zander angeln unter den Brücken und hoffen, wie gesagt, was ich schon sagte, dass da irgendwas bei kommt. Ja. Okay, also wir sind jetzt wieder am nächsten Spot. Ihr seht jetzt Industriegebiet. Ich versuche jetzt hier Barsche zu fangen und eventuell auch Hecht. Im Training kam hier ein schöner 44er. Vielleicht steht die noch hier oder seine Kollegen. Und wir hoffen jetzt, dass wir die bekommen. Dropshots, Kickback, Twitchbaits. Ich probiere alles durch. Habe auch die Hechtrute dabei, mal kurz durchschmeißen. Wir müssen jetzt einfach was fangen. Drückt mir die Daumen. Ich fange jetzt gleich mit dem Chatterbait an. 1-, 2 Mal hier an der Packung entlang und dann seht ihr, wenn was läuft. Hallo Leute! Welcome to the last episode of my group. I'm still struggling really hard for the perch. So here we go, last episode of Group C. Let's go! Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die letzte Folge der Gruppe C. Vielleicht die letzte für mich. Wenn ich keinen Barsch fange, bin ich mir sicher, dass das die letzte Folge für mich sein wird. Also brauche ich dringend einen. Wir haben jetzt die Strecke gewechselt, machen eigentlich das gleiche Prinzip Run and Gun. Einfach nur Strecke machen, laufen, Strecke machen, werfen, Strecke machen, laufen, Strecke machen, werfen und hoffen, dass wir was fangen. Das war ein Stein. Hui, hui, hui. Aber ihr seht, ich bin am Start. Dann kann's ja losgehen. Nach dem bisherigen Tagesverlauf hat nur einer Grund zur Zuversicht. Fisch. Oh.
Aber ihr seht selber, wie spitz. Ja, also die sind echt sehr zaghaft unterwegs. 53. Somit haben wir den 40er rausgeschoben und wir suchen weiter. Weiter, immer weiter. Ich habe mir jetzt gerade mal Gedanken gemacht, mich würde jetzt nur ein 70er Hecht oder ein 35er Barsch verbessern. Und ich bin an einem Gewässer, wo man eigentlich alles auch als Beifang mitfangen kann. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach den ganzen Nachmittag hier noch bleiben und hier unser Glück versuchen, einfach noch abzugraden und mal gucken, was dabei rumkommt. Die meisten Fische kamen jetzt wirklich auf den Bleak-Shad, ne, in der Farbe Real Perch. Und 9 cm, 3 Gramm, Kopf, Tungsten, mega. Also heute auf jeden Fall voll die Waffe. Heute eigentlich immer. Das Dekor heißt Natural Perch. Und außerdem weiß ich wirklich nicht, wie Kevin auf die genannten Upgrade-Zahlen kommt. Aber wenn er die aktuelle Fangquote hält, dürfte jede Rechnung ohnehin Makulatur sein. Für Veit gilt übrigens dasselbe. Offen gestanden sieht es auch hier an dem Spot leider sehr schlecht aus. Ich habe hier schon gut gefangen. Zander, Barsch, ich glaube auch mal ein Hecht. Hier habe ich auch im YPC schon mal geangelt, vor ein paar Jahren. Da lief es hier auch besser, wenn ich mich richtig entsinne, ja doch. Aber wenn hier Fisch da ist, ist meine Erfahrung, hat es meistens sofort gebissen. Ich habe ja jetzt hier schon ein paar Minuten geangelt und kein einziger Zupfer, wie an den Stellen vorher auch. Beim Run and Gun ist es wichtig, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, immer mal wieder auch Würfe zu machen in die Richtung, in die man läuft. Also das heißt so wirklich parallel zum Ufer, selbst wenn es ganz flach ist. Weil da stehen immer mal wieder die Barsche ganz flach, wenn die zum Rauben hochkommen. Und dann mache ich immer in die Laufrichtung so diagonale Würfe, so schräg zum anderen Ufer. Dass ich A, mit der Strömung so ein bisschen Druck auf mich zu habe. Dann muss ich nicht gegen die Strömung kurbeln, das ist schon mal gut. Und B, dann läuft mein Köder tiefer. Und C, bin ich dann ungefähr wieder gerade unter der Rutenspitze, wenn ich eingekurbelt habe, so wie jetzt. Und dann kann ich immer schön nach vorne werfen und dabei laufen. Und dann habe ich alle, ich sag mal 3 bis 4 Meter eine Bahn. Und das reicht eigentlich bei dem klaren Wasser. Das als kleiner Tipp am Rande. Ich hoffe, dass ich dann jetzt irgendwie mal beweisen kann, dass das auch funktioniert ab und zu. Das gibt's ja gar nicht. Doch bei Roller. Hey, sometimes you have to stop, have a good meal and think about everything again. Food for the body, food for the mind. Oh, ein guter. Ah, besser. Komm schon, bleib dran. Der hat den echt hart genommen. Ja, komm schon. Oh. Leute, was eine zähe Nummer, sag ich euch. Aber der dürfte uns wieder verbessern. So, gucken wir mal, was er hat. Vorne liegt er an. Schön, 58 cm. Alter, da habe ich aber das gemacht. 9 cm, 3 Gramm Kopf, schön langsam geführt. Wie gesagt, wir haben heute Morgen schon gesehen, dass die echt sehr vorsichtig beißen. Und der hat halt mit den 3 Gramm eine schöne Absinkphase, wo er sich den packen kann. Ne? So, jetzt den wechseln wir jetzt. Der ist ziemlich mitgenommen. Dann packen wir das Zeug ein bisschen zusammen und machen weiter. Schon wieder alles voll Meereschen. Alles voll. Riesentrümmer, Alter. Also ich glaube, der Barsch ist ausgestorben in der Zone 4. Die gibt es seit ein paar Tagen nicht mehr. Na, keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, was die anderen Jungs machen, die heute in der Zone 4 sind. Bin echt gespannt, wie es beim Enrico und so läuft. Aber bei mir ist irgendwie echt alles komplett, ja, fischleer nicht, aber die Fische haben zumindest keinen Bock. Ich schmeiße direkt unter das Boot rein, ins Dunkle und fische das dann ganz langsam aus, aber nicht mal das funktioniert. Also
keine Ahnung. Ich probiere es natürlich weiterhin, aber irgendwie scheint es nicht so wirklich zu funktionieren. Naja. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, an einem Polder zu angeln, gezielt auf Hecht, aber es ist Mittagszeit, es ist jetzt ziemlich warm und sonnig. Der Wind fehlt halt auch und wenn man dann keinen Polder hat, den man kennt, ist da das Vertrauen auch aus meiner Sicht einfach ein bisschen zu gering. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier die letzten 2 Stunden an einem bekannten Platz zu fischen, wo ich schon sehr gut Zander gefangen habe. Ich habe hier auch schon 1- oder 2-mal einen Hecht gefangen, es ist nicht vollkommen unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es wäre ja schon hilfreich, jetzt überhaupt noch 2 Fische in die Wertung zu bringen. Also wenn ich jetzt noch 2 Zander fange, die könnte ich in die Wertung bringen. Schaden tut das nicht, es wird nicht zum Weiterkommen reichen, aber wenigstens hier nicht komplett als Schneider vom Feld gehen, das ist das Ziel. Ja, ich habe jetzt doch noch mal einen kleinen Abstecher gemacht. Ich habe von Dirk Otrowski hier noch mal den kleinen Hafen gekriegt. Der meinte, ich soll das noch mal auf Barsch hier zwischen den Booten versuchen mit einem Jigspinner. Oder so ganz kleinen Ködern. Werde ich natürlich machen, war 2-3 Minuten von hier entfernt. Ja. Wir werden sehen, ob das klappt. Ich bin echt gespannt, ob die anderen mehr fangen oder ob ich der Einzige bin, der jetzt so blöd ist, einen Fisch zu fangen. So, komm. I think it's fresh. Oh, it's a Sender. Auf dem Jigspinner. Ist das geil. Ja, das ist wieder Angeln, ne? Ja, eigentlich waren wir für Barsch hier, ne? Und was kriegen wir? Ein Zander. 52. So, hier ist gone. So, jetzt ist er weg. Egal. So, ja, das macht ja Hoffnung. Vielleicht ist ja der Jigspinner heute unser Zanderköder, ne? Fisch. Oh, das ist wieder besser. Zack. Nächste Brücke. Bessere eingestiegen. Wahrscheinlich wieder Mitte 50. Komm. Oh. So. Ab auf die Scale. So, wenn sie schnappen, dann richtig. Ne? Die, im Gegensatz zu heute Morgen wollten die den nicht so wie jetzt. Seht ihr, guck mal. Ist irgendwas attackiert worden. Da ist er, an der 59. Und zurück mit ihm. Also wir machen jetzt bis 2 Uhr machen wir jetzt noch weiter auf Zander, dann haben wir noch 2 Stunden auf Hecht, um vielleicht den 71er Hecht noch zu verbessern. Und eventuell vielleicht noch einen Topwater-Punkt, aber alles andere ist Barsch, ist eine Glückssache hier oben. Wir machen weiter. Bis 2 Uhr und dann schauen wir. Zum Einordnen für euch. Es sind jetzt noch gut 2,5 Stunden auf der Uhr. Für Kevin stehen die Zeichen allmählich auf Semifinale, während Sven sich durch seinen unverhofften Zander an Veit und Fabi vorbeigeschoben hat. Letzterer hat momentan aber ganz andere Sorgen. Auf jeden Fall ist es jetzt auch ziemlich wichtig, dass ich mich aufs Angeln konzentriere. Ich glaube, ich bin hier an so einem Naki-Dai-Strand gelandet. Hier sind überall nackte Menschen, deswegen gucke ich lieber zum Wasser, sonst kriege ich noch eine richtig rote Birne. Eigentlich will ich da nicht hingucken. Aber ich will doch die Buhne angeln. Das sind die Nackten. Ich will da nicht hingucken. Ja, konzentriertes Angeln ist anders. So, ich muss mich wieder umdrehen. Das ist eben nur Kraut und Nackte. So, ab nach da. Jetzt haben wir aber auch die Sonne, die wir brauchen, dass die sich unter den Brücken sammeln. Dass die aus dem offenen Gewässer den Schatten aufsuchen. Das ist natürlich jetzt unser Vorteil, der heute Morgen so ein bisschen gefehlt hat. Ja, ich denke eher, wir müssen auf der anderen Seite von den Booten angeln. Die Sonne kommt von da, der Schatten geht darüber. Dann werden die Fische sicherlich im Schatten liegen. Hätte ich mal was Anständiges gelernt. Ja, aber Leute, das ist halt einfach Angeln. Ihr seht, jetzt fährt ausgerechnet das Boot weg und wirbelt den einigermaßen klaren Bereich halt komplett auf. Das ist jetzt so richtig
ja, milchig braun, also für Barsch Katastrophe. Aber das ist Angeln. Also heute leider im Turniertag so ein Reinfall, aber das ist, manchmal steckt man einfach auch nicht drin. Aber ich glaube, heute hätte ich viel machen können und vielleicht funktioniert es trotzdem nicht. It is what it is. Aber ich gebe nicht auf. Ich glaube nach wie vor, dass hier ein Barsch kommen kann und jederzeit auch ein Hecht. Und ich gebe dem jetzt noch ein bisschen hier nochmal vorne und dann gehen wir an den Hechtpolder und werden dann hier auch den Tag beenden. Aber der Barsch, der wäre halt jetzt schon noch echt wichtig. Ich würde jetzt auch einen 22er nehmen. Aber bisher erbarmt sich keiner. Vielleicht ist er hier ein Barsch. Kann doch nicht angehen. Kommt zum Barschfischen, ja, und du fängst einen Zander. Also kommen wir immer noch nicht drüber weg. Wenn wenigstens was anderes beißen würde und ich irgendwie einen kleinen Zander rausschmeißen kann oder so, weißt du? Gar nichts. Also Leute, ich lasse wirklich nichts unversucht. Jetzt habe ich hier einen ganz kleinen Jigspin montiert. Das ist ein Muster, wird von uns von Seika Pro demnächst kommen. Und egal was drauf beißt, Hauptsache irgendwas. Also es würde ja wirklich jeder Fisch hier nutzen. Aber ich bin das Ganze hier vorhin schon mit dem Randale Max Chatterbait abgelaufen. Da ging rein gar nichts. Es kann wirklich nur besser werden. Aber ich werde jetzt hier den Spot ausfischen. Einfach in der Hoffnung, dass hier sich vielleicht noch ein paar Zander einstellen. Oh. Biska. Ich wurde direkt attackiert, als er reinkam. Fisch! Ach, bringt uns nicht weiter. Fuck. Braucht man gar nicht messen. Der hilft uns nicht weiter. Ich dachte, so heute Morgen sind die echt galliger geworden. Die haben richtig Bock. Wie sagt man so gern, schick mir die Mutti oder was? Ah, etwas tut. Too small. Oh, I think it's okay. No. Der sollte 22 haben. Echt peinlich, so einen Barsch zu messen. Aber vielleicht hat er das. 23. Ja, ich freue mich trotzdem. Ich schmeiße ihn aber schnell wieder rein, den kleinen hier. Ja. Gut, dann mal eben schnell den Barsch reporten. 1 Zentimeter drüber. Ja, ist echt ein bisschen peinlich, aber naja, gut. Leute, wisst ihr, was das hier ist? Das ist Europas beliebtester Angel-Adventskalender und er ist jetzt endlich auf Lager. Circa 250 € Warenwert, 24 exklusive Produkte von 17 geilen Marken, die Chance auf ein goldenes Ticket. Ganz ehrlich, für 99,99 plus Versand ist das der beste Deal des Jahres. Jetzt bestellen, direkt nach Hause geliefert bekommen, aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. JDM-Freunde, aufgepasst! Neues Jahr, neues Glück, wir feiern die Shimano Week. Und als Hauptpreis winkt dem Gewinner ein unglaublich krasses Poisoner-Trainer-Set im Wert von über 2000 €. Im Rundum-Sorglos-Paket erwarten dich eine Poisoner-Trainer Casting und Spinning, die passende Metanium DC und Accent-Spinnrolle sowie ultrafängige Köder aus der Bantam Range. Wie das Ganze funktioniert? Einfach im Shop beliebige Shimano-Produkte kaufen und je 50 € Shimano-Warenwert landest du automatisch mit je einem Los im Lostopf. Nur vom 19. bis zum 26. Oktober und nur auf hechtundbarsch.de. Ja, ich hasse echt Dropshot-Fischen. Ja, aber den Riesen, den habe ich jetzt gerade auf unseren Cheetah's Tail gefangen. Den benutze ich eigentlich als Trailer für die Chatterbaits.
Aber es ist auch ein richtig guter Dropshot-Köder, wie es aussieht. Habe ich zum ersten Mal jetzt benutzt. Ja, versuchen wir es nochmal. Ja, wir müssen heute echt Schatten suchen. Die Fische, der Zander war auch im Schatten. Der Barsch war jetzt hier im Schatten. Und da waren noch mehr von der Größe. Ist jetzt ja, nicht das Größte, aber immerhin 46 Punkte. Wer weiß, ob die anderen gut fangen oder nicht. Vielleicht ist so ein Fisch entscheidend, um vielleicht eine Runde weiterzukommen. Ich glaube es zwar nicht, aber wir werden das erst heute Abend sehen. Ja, Stefan, du sagtest jetzt zu mir, ein 22er Barsch anreichen ist peinlich, ne? Wir hatten 23. Ja, mit dieser YPC-Route hier, die ist optisch an unsere Valley Hunter angelegt. Ja, mit der kann man echt viel machen, mit der kann man jiggen. Jetzt so Finesse-Techniken wie Dropshot, Carolina, Texas, ja, da kann man eigentlich alles mitmachen. Man merkt schon 2 Gramm Köpfe beim Jiggen. Ja, und ich habe sie jetzt bis 10 Gramm hochgefischt und kleinen Ködern, also so bis 7 Zentimeter. Da ist sie echt perfekt für. Kleine Chatterbaits, da kannst du alles mitfischen. Kleine, jetzt habe ich hier eine 3000er Rolle drauf, fällt recht klein aus. Ich habe immer lieber größere Rollen, dann kann man ein bisschen weiter werfen, falls man das muss. Und die sind deutlich stabiler als diese kleinen Dinger. So, aber ich glaube, nun sind sie beleidigt hier. 23 cm Barsch mögen etwas kümmerlich wirken, trotzdem bringt sich Sven damit tatsächlich in Schlagdistanz zu Enrico. Der zieht nun die Reißleine. Wir fahren weg. Wir fahren weg, weil wir jetzt ganz kurz was anderes machen. Und dann fahren wir wieder auf die Strecke von heute Morgen. Der nächste Plan, der nicht aufgeht. Boah, jetzt komme ich langsam echt ins Straucheln. Die Zeit läuft. Bei mir ist komplett der Wurm drin. Ich kann euch sagen, das ist auch Holland. Also es ist nicht immer so, lasst euch nicht täuschen, wir fangen hier Monsterfische, aber ihr seht, wenn es nicht passt, dann geht gar nichts. Und ich weiß, hier liegen Barsche und Hechte und Zander unten, aber wenn die Schnauze voll haben, dann haben sie die Schnauze voll. Und so ein Tag ist heute leider im Turnier für euch schade, für mich schade. Aber ich habe noch 1, 2 Plan XY Hechtpolder jetzt, und wenn der nicht zündet, dann noch mal zu einem See. Da hatte ich im Training einen schönen Barsch-Nachläufer und einen Hecht. Wir geben alles. Ja, so wie es ja immer beim Flussangeln ist. Ich habe schon 2-mal abgerissen, also 2-mal hier, einmal da drüben. Ja, jetzt neues Glück, neuer Jigkopf. Ich angel jetzt mit 20 Gramm hier, einer naturellen Farbe. Ja, so richtig mit Schockern konnte ich die Fische auch nicht überzeugen. Es ist ziemlich zäh gerade bei mir. Ja, die Strömung ist auch ziemlich heftig. Hier ist so eine Außenkurve vom Fluss. Und in den Außenkurven ist es im Regelfall immer tiefer. Aber ja, hier ist auch ziemlich viel Zug. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt irgendwo noch so einen Fisch finde, der einfach Bock hat zu beißen. Ich gebe wirklich alles. Ich versuche ja noch ein bisschen die Position zu wechseln, irgendwo mal jetzt einen aktiven Fisch zu finden, zum Anbiss zu bekommen. Aber letztes Jahr hat mir der Spot ja hier zusammen mit Alexander Wilz einen tollen Abschluss des Angeltages und dann auch den Einzug ins YPC-Finale beschert. Aber da könnt ihr mal sehen, dass auch so ein normalerweise total safer Spot dann mal gar nichts bringen kann. So ist das. Aber vielleicht hier ein Stück weiter vorne. Ich versuche es jedenfalls. Ich fahre jetzt noch mal eine halbe Stunde, recht riskant, aber den Spot habe ich noch mal von Dirk bekommen. Der Hafen hat auch funktioniert. Ja, dann haben wir knapp noch eine Stunde zu angeln, ja, ein bisschen mehr. Und vielleicht klappt es ja. Wenn nicht, haben wir halt keine Fullcard. Und ja, die anderen vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist echt hartes Fischen, richtig zäh. Gestern wurde man mit ein bisschen übersät, mit Fischen, alles. Und heute läuft es einfach wieder mit. Naja. Wir machen es. I'm the top water man, and I do what I can. I'm the top water man.
think it says about 46. It's something. I keep trying. Man, you know, every point today is golden. So we're trying a bit for the pike in this harbor because I got a pike on the training. Not big one, but yeah, we were getting here and there were many asp hunting. So I was thinking, hey, why not to take advantage at least some points. And again, the Espetit in the smaller size, this time silent because they see what is going on, and maybe a bit of noise can be like annoying from them. So yeah, silent is working. Espetit 70 millimeters. The Asp Slayer. Ja, wie schon vorhin erwähnt, habe ich jetzt doch einen anderen Move gemacht, einen Spot eingebaut. Der hat zwar 20 Minuten Fahrzeit gekostet, aber das ist so. Hier gibt es viele kleine Fische, habe ich mir sagen lassen. Der Spot ist nicht mein Spot. So ehrlich muss ich ja sein. Ich habe einen Tipp bekommen. Also werde ich den jetzt einmal hier abangeln, einmal runter, einmal hoch mit 2 verschiedenen Ködern und hoffen, dass ich irgendwo einen kleinen Barsch fange, zumindest um die Karte voll zu machen. Und ich habe mir einen Timer gestellt, eine halbe Stunde. Und wenn das nicht fruchtet, dann fahren wir zurück zu Plan A und machen die Strecke von heute Morgen nochmal, bis die Zeit dann vorbei ist. Alles andere ist dann ebenso. Normalerweise mache ich solche Sachen nicht, dass ich vom Plan komplett abweiche. Aber ich glaube, dadurch, dass es so schlecht beißt, wäre es wirklich brutal wichtig, zumindest die Full Card zu haben. Weil ohne die Full Card, glaube ich, habe ich gar keine Chance. Aber wenn man die Full Card hat, dann kann man halt irgendwie zurückgehen dahin, wo man hergekommen ist. Und dementsprechend auch gucken, dass man dann, egal welche Spezies, in die Karte einreicht. Und vielleicht kommt dann sogar noch ein großer Barsch. Ist ja meistens so. Dann fängst du irgendwie einen Furzknoten und dann beißt doch der Große irgendwann. So, wir sind am Spot angekommen. Das ist so richtig meins hier, so mitten in der Stadt. Viele Leute. Ja. Wollen wir mal gucken, was tut man nicht alles noch für einen Fisch? Ein Barsch, ein Zander, ein Hecht, ich nehme jetzt alles. So, keine Zeit mehr, Vollgas geben. Oh, I had a bite. Ich habe einen Biss gehabt, Alter. Gleich mal Köder wechseln. Jo, Fisch, aber leider vielleicht nicht das, was ich gerade brauche. Trotzdem schöner Fisch, freue ich mich drüber. Ich lege eine auf die Latte, na klar. Auf jeden Fall gab es mal wieder einen Biss an meiner Route. Der Biss an meiner Route war hier ein Zander. Der wird zu klein sein. Ich lege ihn trotzdem einfach mal der Vollständigkeit halber auf die Latte. 37, das ist natürlich zu klein, 42 muss er haben. Ja, trotzdem, ich bin happy, dass es mal wieder ein bisschen gewackelt hat an meiner Angel. So, der darf natürlich wieder zurück. Dann und los. Juhu! Trotzdem, endlich mal wieder ein Fisch. Auch wenn er zu klein war, trotzdem. Ich freue mich und wo einer ist, sind vielleicht noch mehr. Ja, so ein Biss motiviert ja irgendwie doch ungemein.
Jetzt hat der Fisch leider nicht gepasst. Trotzdem bin ich jetzt wieder guter Dinge. Ich weiß, es sind vielleicht Fische hier. Vielleicht habe ich jetzt noch mal Glück, dass auch noch mal ein Fisch beißt, der ein bisschen besser ist, ein bisschen größer ist. Ja, trotzdem, das war schon mal wieder ein kleines Lebenszeichen an meiner Angel und ja, ich bin einfach gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das könnte ein passender sein. Oh. Kommt da hoch. Mist! Mein Flugcarbonvorfach ist abgerissen. Kein Schnurbruch, sondern du siehst, mein Flugcarbon ist hier abgegangen. Nicht das Stahlvorfach, sondern das Flugcarbon. Irgendwie geht gar nichts auf heute. Also hier steht selbst am Ufer überall Hechtbrut. Die Mamas, die liegen hier irgendwo, aber keinen Bock. Wir fahren jetzt nochmal an den See. Da hatte ich Hecht und Barsch. Und das muss jetzt liefern. Und dort werde ich auch endgültig den Tag beenden. Hoffentlich nicht als Schneider. Weiterkommen habe ich ehrlich gesagt abgeschrieben, aber für die Ehre, ein Fisch wäre noch geil. Ich habe mich jetzt ein bisschen gesammelt. So eine Situation, wie eben gerade passiert ist, tut mir ganz schön weh, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war vielleicht ein bisschen nachlässig von mir, aber ich weiß hundertprozentig, dass ich den Fisch auch mit Stahlvorfach verloren hätte. Das war nämlich ein Zander. Und der ist hier in der Steinpackung, ist er einfach lang geschrabbelt. Ich konnte das richtig am Vorfach sehen. Das Vorfach ist kaputt gegangen. Und ja, hier in den Steinen, das ist nicht ganz so einfach zu angeln. Ich habe jetzt einen schlechten Winkel gehabt. Die Steinpackung war ein bisschen höher da drüben. Vielleicht ist das auch ein bisschen Unerfahrenheit, weil ich diese ganzen Wettkampfsituationen im Raubfischangeln noch gar nicht so mitgemacht habe. Beim Brandungsangeln wäre ich vielleicht ein bisschen abgebrühter gewesen. Aber ich will es ja auch nicht rummeckern, rumjammern. Ich habe eine halbe Stunde Zeitstrafe bekommen. Das ist so, das muss ich jetzt einfach so hinnehmen, wie es ist. Das ist so wie, als wenn man beim Fußball im Abseits steht und der Schiedsrichter trifft die Entscheidung, dann hat man das hinzunehmen. So nehme ich das natürlich auch hin, auch wenn es mir ganz schön weh tut. Das glaub ich gern, aber es passt natürlich auch zum bisherigen Tag. Veit ist vermutlich eher damit gestraft, die letzten 60 Minuten tatsächlich durchangeln zu müssen. So, jetzt nochmal ganz konsequent, letzte Stunde den Fortuna Chat dran, jetzt mal ein Bloody Belly. Hot Perch ist hier auch eine gute Farbe, ganz leichter Kopf mit 7 Gramm. Das Wasser bewegt sich jetzt hier ein bisschen, das könnte was werden. Meine Hoffnungen sind natürlich gering nach dem bisherigen Verlauf des Tages, aber gerade beim Zanderangeln in so einem tidenabhängigen Gewässer kann es wirklich immer passieren, dass Fisch reingezogen kommt. Dann muss der Köder im Wasser sein. In so einer Situation, wenn die Zander gut beißen, fangen dann auch fast alle Köder. Und da die Steinpackung hier noch weitgehend frei liegt, angle ich jetzt relativ leicht mit 7 Gramm. Sollte die Strömung noch ein bisschen zunehmen, 10 Gramm. Ganz minimales Anjicken. Okay, ja, wir sind jetzt am allerletzten Spot heute. Ich glaube mittlerweile 6. oder so. Ihr seht, das ist richtig klares Wasser. Hecht und Barsch ist hier nochmal der Plan. Beides ist drin. Hecht hatte ich im Training und Barsch als Nachläufer. Wir geben jetzt nochmal richtig Gas, die letzte Stunde. Jetzt nochmal richtig konzentriert durchziehen und dann ja, schauen wir einfach, ob es klappt. Bitte drückt mir die Daumen, ich kann es echt gebrauchen. Sonst wird es eine Nullnummer heute. So, gute 55 Minuten haben wir jetzt noch. Hoffentlich wird der Move belohnt. Jetzt ist wirklich nur noch Run and Gun. Ein Wurf, 5 Schritte. Ein Wurf, 5 Schritte. Gelaufen bin ich auch gerade, alter Schwede. Erstmal in Holland beim Angeln sitzen. Schön. Fisch. Oh, Olli. Da ist er. Ist er da? Oh, ganz knapp.
Wesen, Junge, mit Stiel, Alter. So, immer schön festhalten. Wir haben 31 cm. Ich will ihn jetzt nicht lange hier halten. Wir setzen ihn jetzt rein. Ein paar Zentimeter mehr. Vielleicht wichtige Zentimeter, ich weiß es nicht, weil wir halt nicht wissen, was die anderen gefangen haben. Aber wir verschwenden keine Zeit, wir machen weiter. Ne, der Ansatz war gut, ihr seht es selber. Wir machen jetzt die Spundwand zu Ende und dann gehen wir die auf selber Strecke zurück, weil wie ihr wisst, Barsche sind meistens keine Einzelkämpfer, gerade in der Größe. Vielleicht erwischen wir ja noch einen größeren aus dem Schwarm. Die Zander, sie kommen einfach nicht vorbei. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Vielleicht passiert es da noch. Ich habe natürlich die ganze Zeit so ein bisschen und her überlegt, wechsle ich noch mal den Spot. Aber sich jetzt noch mal ins Auto zu setzen, Zeug einräumen, 10 Minuten fahren vielleicht oder sowas, das wäre wahrscheinlich auch nicht der Bringer. Deswegen habe ich jetzt lieber einen Köder im Wasser hier. Der Frust ist riesengroß, aber es kann immer beim Angeln alles passieren. Das ist ja schöner, jeder Wurf kann den Fisch des Lebens bringen. Also die letzte halbe Stunde noch mal richtig ausnutzen. Ich lasse jetzt hier aber safe den Fortuna Shetland, weil da habe ich Vertrauen, da kann ich alles damit fangen. Das ist ein super Zanderköder und wenn doch noch einer zuschnappen sollte, dann hole ich den raus. Okay. Es ist soweit. Wir haben den nächsten Release bei Monkey Lures. Ihr habt die schon öfters bei Instagram oder bei mir auf dem YouTube-Kanal gesehen. Wir haben den ersten Chatterbait von Monkey Lures, der Razor Louis. 6 Farben in 3 Hakengrößen. 1-0, 3-0 und 5-0. Cooles Blattdesign in 3 unterschiedlichen Farben. Silber, Gold und Schwarz. Und ihr könnt die perfekt kombinieren mit dem Curly Louis. Da haben wir jetzt wieder neue Farben gemacht, damit das Ganze perfekt matcht. Checkt sie ab. Okay. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. YPC 2025 ist für mich leider 30 Minuten eher zu Ende. Ich habe leider den Zander an der Steinpackung verloren. Das Vorfach ist durchgeschrabbelt gewesen. Ich hätte ihn mit dem Stahlvorfach mutmaßlich auch nicht bekommen. Aber so sind die Regeln, das habe ich zu akzeptieren. Das ist natürlich immer schade, wenn man einen Fisch verliert. Ihr alle seid Angler, ihr kennt das. Das ist in meinem Fall natürlich halt doppelt schlimm, weil mir fehlt der Fisch in der Wertung. Und natürlich für den Fisch ist es auch nicht schön, wenn er mit dem Köder durch die Gegend schwimmt. Ich habe auf jeden Fall hier viel lernen dürfen. Es war eine tolle Zeit hier beim YPC. Ganz tolle Leute, auch eine ganz tolle Crew im Hintergrund. Auch Jana hat den Job hier super gemacht hinter der Kamera. Mein Trainer André, der hat hier alles gerockt, meine Kumpels waren dabei, wir haben hier viel Kraft, viel Zeit rein investiert. Das macht das Competition-Angeln aus. Ich sehe das Ganze nicht als Niederschlag, sondern als Herausforderung. Und wenn du mir zu Hause die Daumen gedrückt hast, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bestimmt noch mal an anderer Stelle. Mach's gut, dein Fabi. Ciao. Für Fabi ist's vorbei, für die anderen noch nicht ganz. Und auch wenn es nun wahrlich nicht danach aussah, bekommen wir hier auf den letzten Drücker vielleicht doch noch einmal Spannung rein. Ach. Bis gehabt. Fisch!
Der hat was. Yes. Bei der Fullcard hat sich Sven zwar vertan, nichtsdestotrotz, plötzlich ist er dran. Ein maßiger Wertungsfisch in der Schlussviertelstunde und Enrico hätte das Nachsehen. An wie viel Barschen wir beigeangelt haben müssen. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Komm schon, komm schon, komm schon. Einmal noch irgendein Fisch, ein Biss, irgendwas, komm schon. Enricos Stuhl wackelt. Reicht's für den Mindener oder setzt Sven den späten Stich? Liebe Zuschauer, die letzte Minute bricht jetzt an und ich befürchte, dass es da wohl auch keinen Biss mehr geben wird. Alles ist natürlich möglich. Es war ein schwarzer Tag heute für mich. Ein ganz, ganz schlechter Angeltag und dadurch, dass das heute im Turnier passiert ist, natürlich war der Tag noch schwärzer. Ich habe wirklich den ganzen Tag keinen einzigen Biss gehabt. Wirklich keinen einzigen Biss. Die Hechte am Anfang als Nachläufer, aber ja, wie soll man darauf jetzt reagieren? Ich finde, man sollte sich durch so einen Tag, also ich werde das auf jeden Fall nicht, sich das geile Hobbyangeln versauen lassen. In ein paar Tagen stehe ich wieder am Wasser, dann ärgere ich mich vielleicht, wie das heute gelaufen ist. Und man fragt sich natürlich auch danach dann immer, jetzt ist es mittlerweile 16 Uhr, also bis zum Schluss kein Biss. Man fragt sich natürlich danach immer, was hätte man anders machen können und vielleicht hätte man das erste Gewässer doch länger beangeln sollen, aber am Ende weiß man es sowieso nicht und deswegen macht es keinen Sinn, da ewig drüber nachzugrübeln. Deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit, allen ganz, ganz, ganz herzlich zu danken, die mir die Daumen gedrückt haben. Ganz besonders meiner Firma Fishing Tackle Max, unserer Raubfischmarke Seika Pro. Es tut mir unendlich leid, wirklich unendlich leid, dass ich hier so beschissen performt habe, man muss es leider so sagen. Aber das ist Angeln, das passiert mir auch privat mal und das ist mir heute auch so passiert. Deswegen nochmal ein fettes Dankeschön an alle, auch an Menne und Nick, mit denen ich trainiert habe und ganz besonders natürlich an Anni, die jetzt 2 Wochen aufs Angeln verzichten musste, dafür, dass ich hier trainiert und geangelt habe. Aber zum Glück fahre ich dafür heute Abend schon wieder nach Hause. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ein dickes Petri, euer Veit. So, das war der Tag. Der letzte Tag. Sehr anstrengende Tage. Aber also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ob es reicht, werden wir später sehen. Weil die Bedingungen waren echt nicht die besten. Ne? Also wir gucken einfach mal was. Die Entscheidung hier hinzufahren war für mich die richtige. Ihr könnt ja mal selber sagen oder kommentieren, was ihr davon denkt. Wie ihr reagiert hättet oder was ihr gemacht hättet, weil der Struggle war echt enorm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der Olli lacht hinter der Kamera. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge oder vielleicht dann nächstes Jahr. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Boah, ja. Wie soll ich da jetzt ein Fazit ziehen? Es war einer der schwierigsten Angeltage meines Lebens. Ich habe wirklich alles gegeben, bis zur letzten Sekunde durchgezogen, aber die Fische haben mich heute komplett im Stich gelassen. Im Training haben die Spots wirklich super funktioniert und heute halt einfach gar nicht. Ja, kann man nichts machen. Ich bin sehr wahrscheinlich auf jeden Fall nicht weiter. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben. Es waren wieder ein paar Jungs hinter mir, die mit mir trainiert haben, die am Wasser dabei sind. Ganz besonders an Manuel, danke. An Sportex, mein Sponsor. Ich glaube, ich brauche nichts zu den Routen sagen. Jeder weiß, dass das einfach geil ist, das Zeug. Schaltet jetzt auf jeden Fall wieder ein, falls ich weiterkommen sollte. Wenn es bei allen so schlecht war, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, aber spätestens nächstes Jahr. Leute, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns. Ciao. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
Eigentlich würde ich jetzt sagen, ich brauche mal 2 Minuten, aber ich hatte 8 Stunden. Kannst du nichts zu sagen. Das war nix heute, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bedanke mich trotzdem natürlich bei meinem Partner und Sponsor Fox Rage für das gute Tackle, für die Unterstützung, für das Rückenfreihalten während meines Trainings hier. Ich bedanke mich bei vielen, die mich supportet haben. Marcel vom Rage-Team, bei Janne, bei Jonas, bei David, bei Hakan. Ja, ich bedanke mich nochmal bei denen, die mich alle unterstützt haben. Erstmal bei Josef, dass ich überhaupt mitmachen darf. Bei Stefan von Camo Tackle, der mich um ein paar Ködern unterstützt hat. Alan Scherer von Sakura, der hat mir noch eine Warthose besorgt und etliche Köder. Die Warthose habe ich jetzt im Turnier nicht gebraucht, aber im Training. Ja, meine Freunde, die mich unterstützt haben. What should I say? I cannot say anything because I'm probably in the last position, but hey, in the end, that's fishing, and that's especially during the competition. These things happen. You go to spots, train, when in the training, in the first cast, boom, 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 boom. And then you go there for 3 hours during the competition and absolutely nothing, no bite. I would like to say you all goodbye, but first I would like to thank my cameraman Mike, who's been with me these 2 days. Awesome guy. Also, big thanks to my sponsor Fisas Lures. See you guys, see you all, and bye bye. Hi guys, welcome back from probably the toughest fishing day in YPC history. When I looked at the names of the group, I think Group C was for me one of the toughest group, very, very strong anglers in there. But today there was the proof that there's still the fish who decide how many fish are caught also. Only 3 anglers today reported fish in this group. 14 fish were reported in total, and 8 of them by Kevin Imhoff, who wins this group. Congratulations. One species were enough to get the 2nd place in this group. Thanks to great Zander fishing on day 1, the 2nd ticket goes to Anton Holzleiter. Congratulations. And then we have 2 anglers here with 5 fish each. Enrico caught all of them on day 1. Sven caught 4 of them today. And the 3rd ticket to the semi-finals goes to Enrico Di Ventura. Congratulations. Tja, Leute, viele ungläubige Gesichter, aber um nochmal den allgemeinen Tenor aufzugreifen. So ist Angeln manchmal. Kevin holt nach seiner heutigen Leistung hochverdient den Gruppensieg. Anton und Enrico kommen mit einem blauen Auge davon. Damit steht nur noch eine Vorrundenentscheidung aus. In Gruppe D liegen momentan Max Guder, Marc Paczowski und Luis Mendez vorne. Alex Schmidt hat immerhin einen kleinen Barsch auf dem Konto, während Christina Meldau, Alex Wils und Marius Schepp mit Schneiderstatus in Tag 2 gehen. Klar ist, auch hier erwarten uns schwierige Bedingungen, aber vielleicht ja auch die ein oder andere Überraschung. Nächsten Sonntag 18 Uhr auf diesem Kanal einschalten. Macht's gut und ciao.